herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich wünsche euch allen ein fröhliches, glückliches, erfolgreiches neues Jahr 2019. Und ich habe gedacht, ich setze mich hier kurz vor die Kamera und erzähle euch, was es 2019 hier auf dem Mommy Made Kanal verstärkt geben wird an Videos. Denn ich habe alle Kommentare ausgewertet, die ihr mir unter dem Gewinnspielvideo im Dezember hinterlassen habt. Da hatte ich ja darum gebeten, dass ihr mich wissen lasst, welche Art Videos euch am besten gefallen haben bisher und wovon ihr euch mehr wünschen würdet. Genau, und die habe ich also ausgewertet. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Das erste, was hauptsächlich, glaube ich, ganz gut ankam, sind sogenannte, ich nenne sie jetzt mal How-to-Videos. Davon wird es definitiv wieder mehr geben, so ganz basic, wie mache ich einen Matratzenstich, wie werden Druckknöpfe angebracht, wie werden Ösen angebracht. Solche Art Videos wird es viele geben. Genau, das zweite Thema, was ganz groß zu sein scheint, ist tatsächlich Nähen lernen. Also von null an. Ich werde im Freundeskreis auch oft darauf angesprochen, ich habe eine Nähmaschine bekommen, ich habe noch nie davor gesessen, was mache ich jetzt, wie geht's weiter? Dieses ganze Thema Nähen lernen würde ich gerne kombinieren auch mit dem Thema Kindern Nähen beibringen oder Nähen mit Kindern. Was es da zu beachten gibt, was so meine Erfahrungen sind. Meine Kinder nähen seit sie 4/5 Jahre alt sind. Und da habe ich gedacht, zeige ich euch einfach, worauf man als Eltern vielleicht achten sollte. Genau, und was es für Herangehensweisen gibt, was ich euch aus meiner Erfahrung mitgeben kann. Und daraus eben eine Serie machen, wirklich Nähen von Anfang an aufbauen. Auch für diejenigen, die jetzt vielleicht zu Weihnachten eine neue Maschine bekommen haben und gerade erst mit dem Nähen anfangen. Dann das dritte, und das hat mich wirklich sehr gefreut, das dritte, was besonders gut ankam, waren die Pulli-Hacks. Und das freut mich total, denn das war auch eine meiner Lieblingsserien. Und ich weiß, dass es Abonnenten meines Kanals gibt, die eben schon länger nähen, die auch meine E-Books schon genäht haben und die sich über die Pulli-Hacks sehr gefreut haben. Und deshalb wird es 2019 eine ähnliche Serie geben, nämlich die Shirt-Hacks. Genau. Was kann ich mit einem T-Shirt machen? Welche Art Ausschnitte gibt es? Was kann man mit den Ärmeln anstellen? Diese Art Dinge. Was gibt es sonst noch Neues? Es gibt Kooperationen 2019. Ich freue mich an dieser Stelle schon meinen ersten Kooperationspartner nennen zu können, und zwar ist das Snapply. Und da freue ich mich riesig drüber, denn Snapply ist tatsächlich schon ganz lange einer meiner liebsten deutschen Online-Shops für Nähzubehör. Große Auswahl an so Dingen wie Druckknöpfen, Ösen, die Cam-Snaps sind von da, Snap-Pap, alles, was ihr hier bei den Pulli-Hacks schon gesehen habt. Ja, das Schöne an Kooperationen ist, dass ich auch für euch immer was aushandeln kann. Da wird es also immer mal wieder das ein oder andere Goodie geben und Videos, die in Kooperation mit Snapply oder vielleicht auch dem einen oder anderen sonstigen Sponsor entstehen. Da freue ich mich sehr drüber. Genau. DIYs und Bastelanleitungen für und mit Kindern, weil das einfach viel meinen Alltag bestimmt und es da viele Projekte gibt, die ich gerne auch euch zeige. Das kam gut an, wenngleich ich tatsächlich den Eindruck gewonnen habe, dass die meisten Leute, die diesen Kanal abonnieren, eher so aus dem Nähumfeld kommen. Aber trotzdem, denke ich, kamen bisher die Kosmetiksachen, diese selbstgemachten Lippenpflegestifte und auch andere DIYs, Jahreszeiten, abhängig, tatsächlich ziemlich gut an. Genau, das letzte, was es Neues geben wird oder wovon es mehr geben wird, denn das wurde tatsächlich deutlich öfter in den Kommentaren geschrieben, als ich erwartet hätte, sind Outtakes. Ja, es gibt tatsächlich zu jedem Tutorial, das ich aufnehme, unfassbar viel Material, das ich wegschneide oder wegschneiden lasse. Und immer mal wieder habe ich ja Outtakes rausgehauen, wo man sieht, wie hier irgendwas umfällt, ich vom Stuhl falle oder was auch immer. Es freut mich, dass das bei euch gut ankommt. Davon wird es mehr geben und vielleicht mache ich auch das ein oder andere Video in regelmäßigen Abständen, wo ich euch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lasse, ein bisschen erzähle, was hier gerade so entsteht, was es Neues gibt, was ich gesehen habe, wo ich war. Es wird keinen Vlog geben bei Mommy Made, wo ich irgendwie mit einem Selfie-Stick rumlaufe und euch an meinem Leben teilhaben lasse. Also das nicht, aber vielleicht der ein oder andere Blick hinter die Kulissen, was hier so in meinem Nähzimmer rumsteht, wie es hier wirklich so aussieht, wenn jetzt nicht alles für so ein Video aufgebaut ist. Genau, vielleicht interessiert euch das ja auch. Das könntet ihr mir übrigens, da wäre ich sehr, sehr dankbar, vielleicht unter dieses Video in die Kommentare schreiben, ob das was ist, was ihr gut findet, ab und zu
wenn ich ab und zu vor der Kamera sitze und euch was erzähle. Oder ob ihr sagt, nee, du lass mal, eigentlich bin ich nur wegen der Tutorials hier. Das würde mich tatsächlich sehr brennend interessieren. Denn wie gesagt, ich erfülle gerne Wünsche oder richte mich gerne danach, was meine Fanbase gerne so sehen möchte. Genau, das war es eigentlich auch schon, was ich loswerden wollte zum Jahresanfang. Weiter geht es tatsächlich noch diese Woche oder kommende Woche mit dem ersten neuen Tutorial. Und ja, abonniert den Mommymade-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts davon verpasst. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich. Tschüss. Mommymade!